So, wir sind gerade auf dem Weg nach Bayern. Wir wollen da 3 Orchideengärtnereien besuchen. Und wenn ihr das seht, ist die Reise leider schon vorbei. Aber ich bin mir ganz sicher, ich werde ein paar Orchideen gekauft haben. Die zeige ich euch. Und es gibt auch jede Menge Eindrücke aus den Gärtnereien, die ich mitgebracht habe. Bis gleich. Hi und herzlich willkommen bei Fun with Orchids. Wie schon im Vorspann angekündigt, nehme ich euch heute mit auf meine Frankenreise. Und seit dem letzten Video ist ein bisschen Zeit vergangen. Mir ist so ein bisschen das Leben dazwischen gekommen, aber das geht vor. Und jetzt aber noch mit relativ ungetrübter Erinnerung an diese schöne Reise ein kleiner Mix aus Reisevlog, Nacherzählung, Shopping-Tipps und abschließend auch einem Haul. Und den gibt es dann allerdings in einem zweiten Teil, in einem separaten Video. Da dürft ihr euch schon drauf freuen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe ein bisschen geshoppt. So, jetzt aber erstmal zu der Frage, warum eigentlich Franken? Ja, das kann man sich grundsätzlich fragen. Franken ist erstmal sehr, sehr schön, liegt im Norden Bayerns und ist ein Weinanbaugebiet, eine Weinanbauregion. Also wer Weißwein liebt, sollte Franken auf jeden Fall eine Chance geben. Franken ist auch das, würde ich sagen, etwas andere Bayern, also mit nicht so den ganz stereotypen Landschaftsbildern. Es ist weniger bergig, dafür ein bisschen hügeliger, würde ich sagen. Es gibt halt diese Weinanbauhänge, die aber vergleichsweise flach sind. Und es ist insgesamt natürlich dadurch, dass es weiter im Norden liegt Bayerns, sehr zentral erreichbar, im Grunde von allen Punkten aus Deutschland ganz gut innerhalb eines Tages zu erreichen. Und also nicht unbedingt für jeden eine Tagesfahrt, aber zumindest keine lange Anreise, wenn man da ein paar Tage Urlaub plant. Und in Franken kann man beobachten, dass sich da noch so ein paar Orchideengärtnereien auf relativ engem Raum verdichten. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen, wo ich lebe, den Luxus, dass da doch recht viele bekannte Orchideengärtnereien auf recht engem Raum sind, während das in anderen Bundesländern nicht ganz so ausgeprägt ist. Und in Bayern ist auf jeden Fall noch ein Hotspot und in Franken gibt es auch noch mal ein paar Juwelen. Und wir waren letztes Jahr schon da und das hat uns mega gut gefallen. Nicht nur der Ort, wo wir übernachtet haben, sondern einfach auch die ganze Reise. Die Orchideengärtnereien waren der Kracher und wir wollten auf jeden Fall wiederkommen und hatten schon so ein bisschen Fernweh. Und dann dachten wir uns, jetzt ist es mal wieder Zeit für eine Runde Franken. Ich habe mich auch so langsam von der Fleisch- und Wurstvergiftung erholt. Franken auf jeden Fall ein Schlemmerland. Im Übrigen auch für VegetarierInnen und VeganerInnen kann ich das empfehlen. Also es gab überall vegetarische, vegane Alternativen auf der Karte, die mindestens genauso sexy waren wie die fleischlastigen Varianten, die natürlich schon dominieren. Das muss man ganz klar sagen. Ich blende euch auch zwischendurch mal so ein paar Bilder von meinem Essen ein. Ja, ich konnte auch nicht immer widerstehen und habe häufiger zu Fleisch gegriffen, als mir eigentlich lieb wäre. Also wir haben uns auch diesmal gedacht, wenn wir schon nach Franken fahren, nutzen wir auch den Hinweg für einen Zwischenstopp. Diesmal haben wir den ja mehr oder weniger kurz vor der Unterkunft gemacht und ich berichte euch einfach mal so ein bisschen chronologisch von der Reise, zeige euch zwischendurch Bilder, die ich einblende und auch kürzere Videos, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Und ich würde hoffen, dass ihr am Ende des Videos sagt, okay, Franken, da muss ich auch mal hin und so einen Orchideentrip machen. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen. Wir sind morgens gestartet in Dortmund und sind Richtung Franken gefahren und unser erster Stopp war dann Eisenheimer Orchideen in Obereisenheim. Und Obereisenheim ist ein kleines Dorf in Franken, wirklich ganz, ganz klein, liegt direkt am Main.
gelegen und direkt gegenüber von Obereisenhain fährt so eine Ein-Auto-Fähre. Das heißt, je nachdem, wo man kommt, muss man oder kann man auf jeden Fall direkt an der Stelle gegenüber von dem Dorf übersetzen mit einer kleinen Mini-Fähre, auf die nur ein Auto passt. Man fährt drauf, muss dann kurz aussteigen, zahlt, ich glaube, 2 Euro und wird dann übergesetzt. Es ist mega cute, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe noch nie so eine kleine Fähre gesehen und das noch nie gemacht. Dieses Mal sind wir allerdings von der anderen Seite in das Dorf gefahren, sodass wir uns diese Fährüberfahrt leider gespart haben. Was ich ein bisschen traurig fand, weil man auch einen total schönen Blick auf den Main hat. Die Gärtnerei ist in privater Hand, also es ist keine große Firma, die dahinter steht, sondern Gerhard Krönlein. Und Gerhard Krönlein ist schon sehr, sehr lange im Geschäft und das sieht man auch und merkt man auch an seiner Expertise und an seinem Umgang mit den Pflanzen und auch daran, was er für Pflanzen in seiner Gärtnerei hat. Die Gärtnerei hat keinen Webshop. Das heißt, ihr könnt nicht im Vorfeld stöbern, was es da so geben könnte. Ihr könnt auch nicht online bestellen. Euch bleiben nur Messen, wo Gerhard ab und zu vertreten ist. Also zum Beispiel in Dresden einmal im Jahr ist er in der Regel dabei. Oder es bleibt euch die Reise nach Franken. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ihr müsst euch vorher ankündigen, es gibt keine festen Öffnungszeiten, ihr macht aber einfach einen Termin aus. Gerhard Krönlein ist total nett und ruft auch zurück im Zweifel, sprecht auf die Mailbox, sagt einfach, dass ihr vorbeikommen wollt und macht einen Termin aus. Das hat bei uns jetzt zweimal total entspannt und flexibel geklappt. Ich habe normalerweise immer mega scheu bei solchen Sachen, wenn ich irgendwo anrufen soll, ich keinen kenne und dann bin ich weiß ich nicht, irgendwie fremdel ich damit. Aber das muss man überhaupt nicht, also super nice. Und ja, dann muss man auch nicht die Sorge haben, dass man sich nicht genug Zeit nehmen kann, sondern ihr könnt wirklich auch ganz in Ruhe in den Gewächshäusern schauen. Das muss man auch, weil es ist unglaublich voll in diesen Gewächshäusern. Es sind unglaublich viele Pflanzen da auf engem Raum. Also es sind 2 Gewächshäuser und so ein Verbindungsgang, wenn man reinkommt. Und die beiden Gewächshäuser sind relativ niedrig und relativ eng bestückt mit Pflanztischen. Also das ist jetzt kein Vergleich zu so Riesengärtnereien. Und es könnte, wenn man wollte, auch so eine Art Privatsammlung sein und ein privates Gewächshaus. Dann natürlich schon ein gigantisches, aber ich kann jetzt Quadratmeter nicht so gut schätzen, aber die Anzahl an Pflanzen ist auf jeden Fall beeindruckend. Und was auch beeindruckend ist, ist wirklich die Etabliertheit der meisten Pflanzen. Also sind total tolle Pflanzen dabei, denen man ansieht, dass sie schon eine Weile im Topf sind, dass sie schon geblüht haben. Also es sind so gut wie keine frisch importierten Pflanzen da. Also die sind immer etabliert und ausgewählt zusammengekauft und Teilstücke von sehr, sehr alten Pflanzen. Also unglaubliche Juwelen dabei, besondere Varietäten, besondere Kultivare. Wenn ihr danach sucht, seid ihr da richtig. Gerhard ist spezialisiert, würde ich schon sagen, auf die Gattungen Cattleya, Laelia, Encyclia, also schon sehr Mittel-Südamerika-lastig, hat aber auch alles andere so in kleineren Dosierungen da. Also ihr werdet sehen, wenn man lang genug sucht, findet man tatsächlich auch jede Menge asiatische Orchideen dazwischen und man muss sich aber wirklich Zeit nehmen. Ihr bekommt auch, wir waren, würde ich sagen, an den heißesten Tagen des Jahres da. Wir hatten schon auf der Autobahn 39 Grad während der Fahrt, hat das Autothermometer angezeigt. Ganz schön schweißtreibende Angelegenheit. Und bei Gerhard im Gewächshaus waren es dann auch 40 Grad. Und man bekommt, also wir haben jedes Mal auch Wein angeboten bekommen. Normalerweise sage ich da auch nie nein. Bei 40 Grad, da war mir weniger danach. Da war so der Survival-Modus aktiviert und dann haben wir ihm da 2 Flaschen Wasser leer getrunken. Ihr werdet gut versorgt und
Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche Preise an den Sachen stehen, also fragt und dass da eine Systematik ist im Sinne von hier hängen ausschließlich Cattleyen, dort stehen ausschließlich Paphiopedilum, Phragmipedium. Davon könnt ihr nicht ausgehen. Das heißt, ihr müsst wirklich Lust haben, ein bisschen zu stöbern, euch da durchzuwühlen oder eben auch gezielt nach Pflanzen zu fragen. Ich mache mir immer vorher eine Liste von so Wishlist-Plants und frage dann da durch. Ich hatte auch eine Pflanze, in die ich mich beim letzten Mal so ein bisschen verliebt habe, die ich aber wegen des Preises nicht gekauft habe. Und da bin ich nochmal wiedergekommen, habe nochmal geguckt, habe mich nochmal dagegen entschieden, keine Ahnung, wann ich dann reif sein werde, um die auch zu shoppen. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall euch durchfragen und mit Gerhard kommunizieren, aber das macht Spaß. Gerhard ist nett, freundlich und auch total geduldig mit einem. Also dem ist schon klar, dass man nicht innerhalb von 5 Minuten sich da 3 Pflanzen rauspickt und wegrennt. Also wenn der sich Zeit für euch nimmt, dann nimmt er sich auch Zeit. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, oh, jetzt steht der da irgendwie, tippt mit den Fingern auf den Tisch und wartet darauf, dass wir endlich wieder verschwinden. Und ich hätte jetzt auch überhaupt kein Problem, irgendwie da am Ende nur mit einer Pflanze rauszugehen. Da hätte ich nicht das Gefühl, dass er dann denken würde, oh, das war jetzt, die Zeit war umsonst. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und Spoiler Alert, ich bin nicht nur mit einer Pflanze da rausgegangen. Mir hat es wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich würde euch empfehlen, nehmt euch so 2 bis 3 Stunden auf jeden Fall Zeit für den Trip. Nehmt auf jeden Fall Bargeld mit. Und glaubt nicht, dass nebenan irgendwo ein Geldautomat ist. Also beim ersten Mal hatten wir das mit dem Bargeld total unterschätzt, hatten nicht genug dabei, mussten dann nochmal, um die Pflanzen, die wir geshoppt haben, auszulösen, einen Geldautomaten suchen. Und das war wirklich nicht so leicht, wie man das vielleicht aus Ballungsräumen kennt. Also wir haben ewig gesucht und schließlich hat es geklappt, aber erspart euch das, nehmt direkt ausreichend Bargeld mit und heißer Tipp, zieht keine weiße Hose an oder ein weißes Sakko oder ein Kostüm. Das ist einfach so eng da. Das ist ein gepflegtes Gewächshaus, aber unglaublich eng. Also, und dann kommt man halt schon mal an die Tische, an denen Grünspan ist. Also nicht den besten Abendzwirn tragen zu dem Anlass. Und dann werdet ihr da viel Spaß haben. Ja, also mein heißer Tipp auf jeden Fall, und ihr habt es vielleicht auch in den Bildern gesehen, also es ist wirklich vollgepackt mit spannenden Pflanzen. Es war nicht ganz so viel in Blüte, was ich fotografieren oder filmen konnte, aber ich habe auf jeden Fall spannende Pflanzen für mich gekauft. Und die letzten, die ich letztes Jahr gekauft habe, haben sich alle gut gemacht. Die sehen vielleicht nicht immer so katalogreif aus, aber ihr dürft auch nicht vergessen, die sind da schon eine Weile kultiviert in den allermeisten Fällen und kommen nicht gerade aus einem perfekten Kulturland wie Thailand und sind frisch importiert und fangen dann erst an zu leiden in den räudigen deutschen Bedingungen, sondern die sind da schon etabliert und die sehen eben manchmal so aus, wie sie auch bei euch zu Hause wahrscheinlich häufig dann mal aussehen werden. Das ist für mich überhaupt kein Qualitätsmangel. Ich habe es beim letzten Mal bereut, dass ich die Pflanzen direkt umgetopft habe, aus so einer Umtopfhysterie. Das habe ich dieses Jahr nicht gemacht. Ihr werdet sehen im Haul-Teil, dass ich alle Pflanzen von Gerhard noch im Topf gelassen habe. Also, nehmt Kontakt auf zu Gerhard Krönlein und stattet ihm einen Besuch ab, zum Beispiel auf dem Weg Richtung Franken, wenn ihr nach Sulzvold am Main wollt. Und dazu kommen wir jetzt. Das war nämlich auch wieder unsere Homebase. Sulzfeld am Main liegt direkt, wie könnte es anders sein, am Main. Und Sulzfeld ist eine ganz, ganz kleine Gemeinde und ist ein ganz kleines Dorf, möchte ich sagen, mit einer alten historischen Stadtmauer komplett um das Dorf herum, mit so kleinen Türmchen. Ich zeige euch auf jeden Fall auch Bilder davon.
Eine unglaublich süße, idyllische kleine Stadt, mega ruhig, passiert einfach nicht viel, ist auch nicht viel, was passieren könnte. Also ihr habt eine eingeschränkte, aber sehr gute Menge und Auswahl an Gastronomie und Unterkunftsmöglichkeiten. Und wir sind jetzt beide Male, und das war auch schon Empfehlung für Familie und Freunde, im Gasthof zum Stern untergekommen. Wirklich ganz, also zum Teil moderne, zum Teil noch im alten Teil des Gebäudes ältere Zimmer, aber immer völlig in okayer Ausstattung. Und das ist ein ganz solides Hotel mit einfachem Frühstück, aber eben auch ganz günstigen Preisen. Ihr bekommt in Sulzfeld am Main aber auch Unterkünfte, die ein bisschen schicki sind, aber ich kann auf jeden Fall den Gasthof zum Stern empfehlen. Super herzlich und ihr habt den Vorteil, dass ihr da abends auch für mich eins der besten gut bürgerlichen Restaurants, in denen ich je war, habt im Haus mit einem schönen Innenhof, mit nettem Personal, mit viel Hilfe, was diese regionalen Spezialitäten angeht. Tolles Bier. Leckeren Wein aus eigenem Anbau, aus dem Maustal, also dem Weinanbaugebiet da um die Ecke. Und die Weine, wenn ihr da einen Schoppen nehmt, also ein Glas, dann bekommt ihr die direkt aus den Fässern, eiskalt aus dem Keller abgefüllt, also mega gut. Probiert euch da durch die Weinkarte auf jeden Fall durch. Ihr könnt natürlich auch Wein zum Mitnehmen da kaufen. Und ich zeige euch ein paar Bilder auch von Sulzfeld bei Nacht. Also es lohnt sich auch ein Spaziergang durch die Gassen dort. Es ist wirklich viel Kopfsteinpflaster, also nichts für die hohen Schuhe und sicherlich auch nichts für Leute, die es halt besonders stylisch, besonders schick mögen, die gerne shoppen möchten, weil es gibt, glaube ich, nicht ein einziges Geschäft in Sulzfeld. Es gibt noch nicht mal einen Supermarkt. Was es aber gibt, ist am Main direkt, und das ist fußläufig 2 Minuten, bis ihr dann die Straßenseite gewechselt habt und dann schon am Mainufer seid, da gibt es einen Eiscremeautomat einer lokalen Eiscreme-Manufaktur. Da könnt ihr 24/7 supergeiles Eis kaufen. Das ist das Shopping-Erlebnis, neben jede Menge Weingütern, die da ihre Stores haben. Also ihr könnt auf jeden Fall Wein kaufen und Eiscreme, das kann ich euch versichern. Und ihr könnt halt lecker essen in den Restaurants vor Ort. Am Main direkt gegenüber gibt es einen Parkplatz, den ihr kostenlos nutzen könnt, wenn ihr in Sulzfeld am Main seid. Das ist ganz praktisch. Und direkt an diesem Parkplatz grenzend ist so ein Bauwagen, wo es mal so Wurstplatten gibt. Da gibt es einfachen Kuchen, gibt es Getränke. Also im Sommer kann man da auf jeden Fall dann auch noch mal am frühen Abend, bevor man ins Restaurant geht, ein bisschen was mit Blick auf den Main trinken. Und am Main entlang kann man super spazieren, Fahrrad fahren, ihr könnt in die Weinberge wandern, also Freizeitangebote, wenn ihr naturnah Urlaub machen wollt, findet ihr da auf jeden Fall reichlich, aber eben nicht unbedingt so Shopping-Infrastruktur, Supermärkte und so weiter. Also wenn ihr wie ich gerne nachts einen Betthupferl braucht, nehmt euch auch noch mal irgendwie was zu knabbern mit aufs Zimmer vorher, deckt euch vorher ein, weil in Sulzfeld selber gibt es leider gar nichts. Wir sind dann am nächsten Morgen nach dem soliden Frühstück im Gasthof zum Stern aufgebrochen auf eine etwas weitere Fahrt, die wir uns aber vorgenommen haben, weil wir da unbedingt hin wollten und weil es von da aus noch am ehesten erreichbar ist. Es ging nämlich dann mit dem Auto nach Deggendorf, also nicht mehr in Franken, sondern wirklich tief Richtung Bayern rein, schon an die Landesgrenzen und Deggendorf ist auch wunderschön. Da kann ich euch jetzt aber nicht so viel zeigen, weil wir hatten nach fast 3 Stunden Hinfahrt und über 3,5 Stunden Rückfahrt wirklich eigentlich nur noch die paar Stunden in der Gärtnerei übrig. Das heißt,
ja, von Deggendorf und Umgebung und der schönen Landschaft kann ich euch leider nicht viel Bilder anbieten. Aber wir wollten unbedingt zu Kopforchideen. Kopforchideen ist eine alteingesessene Orchideengärtnerei. Und wenn man die Straße entlang fährt, sieht man erstmal nur diese nach Florist anmutende, dieses Ladenlokal, und dahinter ist dann Where the Magic Happens. Das heißt, lasst euch nicht beirren von dem Ladenlokal vorne. Da ist ein toller Florist, da könnt ihr euch tolle Gestecke machen lassen. Also wir haben uns überzeugt, die sind wirklich schön. Aber wenn ihr hinten ums Haus rumgeht, kommt ihr dann zur eigentlichen Orchideengärtnerei. Und da könnt ihr auch einfach reingehen. Ihr könnt auch ohne Termin dorthin fahren. Kopforchideen hat auch eine Internetseite, also man konnte sich so ein bisschen darauf vorbereiten, aber wie das so oft ist bei Gärtnereien mit Internetseiten, das ist halt nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was euch vor Ort erwartet. Also überhaupt nicht repräsentativ, aber es gibt euch schon mal so ein bisschen Orientierung und vielleicht findet ihr ja schon das ein oder andere, wonach ihr da Ausschau halten wollt. Und dann geht es auch da auf jeden Fall an Suchen. Also es gibt eine gewisse Systematik und man erkennt die auch relativ gut, aber trotzdem ist da vor Ort Suchen angesagt. Da ist ganz nettes, hilfreiches Personal. Da könnt ihr aber auch nicht hundertprozentig sicher sein, dass ihr immer so richtig fachkundige Ansprechpersonen habt. Deswegen wäre meine Empfehlung, wenn ihr da eine weite Anreise hin macht, wenn ihr das noch nicht kennt, meldet euch vorher an, dann wird der Inhaber, der Sohn vom ursprünglichen Gründer, Andreas Kopf, euch mit Sicherheit mit Rat und Tat vor Ort zur Seite stehen können. So war es dann auch bei uns. Also der konnte uns dann auch helfen. Die Mitarbeiterin, die vorher da war, war super nett, aber hatte dann zu ein paar Pflanzen ohnehin Fragen. Und dann ist Herr Kopf dann noch persönlich reingekommen und hat uns unsere Fragen beantwortet und mit uns so ein bisschen die Pflanzen gesucht, nach denen wir Ausschau gehalten haben. Wir haben aber auch schon jede Menge selber gefunden. Also auch da war die Ausbeute leider wieder größer, als ich eigentlich geplant hatte. Aber wie das immer so ist, man guckt im Internet, hat dann irgendwie sich so ein paar Pflanzen rausgesucht und am Ende kauft man dann doch noch mehr. Seid gespannt auf den Haul-Teil. Die Gärtnereienreihe hat wirklich ein sehr breites Angebot, sehr, sehr viele aufgebundene Pflanzen und sehr, sehr viele besondere aufgebundene Pflanzen und auch besonders etablierte Pflanzen. Und da macht es auf jeden Fall auch Sinn, mal persönlich hinzufahren, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn da jetzt unterschiedliche Pflanzen unterschiedlich gut gewachsen sind, dann gibt es halt sehr, sehr große Exemplare, die da hängen. Die werden vielleicht nicht unbedingt übers Internet verkauft. Die Pflanzen sind alle top, mit Sicherheit auch die übers Internet verkauft werden. Aber so die richtigen Juwelen, also die großen Exemplare, die könnt ihr euch dann halt am besten aussuchen, wenn ihr vor Ort seid. Und das würde ich wirklich bei dieser Gärtnerei absolut empfehlen, weil das auch nicht so eine Gärtnerei ist, die voll ist mit frisch importierten Pflanzen. Also ihr habt auch da sehr, sehr viele Pflanzen, die da schon sehr lange hängen. Ihr habt da allerdings auch viele Pflanzen, die da sehr lange hängen, aber die auch nicht zum Verkauf stehen. Also ihr müsst leider auch damit leben, dass da viele Mutterpflanzen dazwischen hängen, die gar nicht verkäuflich sind. Oft sieht man es auf den ersten Blick, weil das einfach so kapitale Brecher sind. Also ihr seht es in den Bildern auf jeden Fall, wenn da so Schaupflanzen, Orchideen sind, dann könnt ihr ziemlich sicher davon ausgehen, dass die nicht verkäuflich sind. Und wenn sie verkäuflich wären, sie dann aber auch ihren Preis haben, weil das einfach gigantische Pflanzen zum Teil sind. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. 2 kleine Bereiche waren abgesperrt und man durfte da nicht rein. Hinterher hatten wir dann noch mit Herrn Kopf zusammen die Gelegenheit, da reinzugehen. Fragt da einfach freundlich nach. Das waren aber dann größtenteils Pflanzen, die eben auch noch nicht zum Verkauf standen, weil sie frisch geteilt waren, noch nicht bewurzelt waren. Also die waren einfach nicht dafür gedacht, schon verkauft zu werden. Wir durften dann trotzdem mal gucken.
aber eben nicht so richtig shoppen, was auch völlig okay war, weil da waren so ein paar schöne Blüten, die man erstmal nur von Weitem gesehen hat. Die Range, was die Gattungen angeht, reicht wirklich so von Paphiopedilum über wirklich spannende Bulbophyllum bis hin zu Lepanthes, Pleurotalis. Und das kühle Gewächshaus war natürlich dieser Tage auch sehr heiß. Das ist wirklich eine Pracht. Also ich habe selten so ein schönes Gewächshaus gesehen. Also wirklich, wirklich toll gemacht, aber auch sehr eng. Und man muss sich Zeit nehmen. Also ich würde bei der Größe und der Dichte an Pflanzen und der Pflanzenvielfalt dort würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch 3 bis 4 Stunden Zeit nehmt. Nehmt euch auf jeden Fall auch was zu trinken mit, versorgt euch da selbst und dann lasst euch Zeit. Kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Sucht euch die besten Pflanzen raus, kommt ins Gespräch mit den Leuten dort und vielleicht pickt ihr mal die ein oder andere Pflanze, die nicht verkäuflich ist, aber vielleicht findet das Personal mit euch dann auch noch eine Alternative vor Ort. Also wirklich eine tolle Gärtnerei, ist sehr, sehr weit entfernt für die allermeisten in Deutschland. Ich würde aber sagen, lohnt sich und lohnt sich mit Sicherheit auch landschaftlich. Wie gesagt, davon haben wir nicht viel gesehen, aber vielleicht ein andern Mal. Und schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr selber schon mal bei Orchideenkopf in Deggendorf wart und was ihr so für Erfahrungen gemacht habt. Mir hat es halt mega gut gefallen und war auf jeden Fall nicht mein letztes Mal in Deggendorf. So. Dann ging es am nächsten Tag, also dann ging es erstmal zurück ins Hotel, dann ging es wieder zum Essen, dann ging es ins Bett im Gasthof zum Stern und übrigens alles unbezahlte Werbung wie jedes Mal, also kriege keine Provision im Gasthof zum Stern, ist einfach nur eine persönliche Empfehlung von mir, weil es mir da einfach jetzt schon zum zweiten Mal super gut gefallen hat und auch Freunde und Familie schon da waren und immer gleich herzlich empfangen wurden. Also ich glaube, dann kann man das auch mal getrost weiterempfehlen. Am nächsten Tag ging es dann für uns zu Kurlin-Orchideen. Und Kurlin-Orchideen ist auch ganz in der Nähe von Sulzfeld, also 40 Minuten Fahrt ungefähr, in Uffenheim. Und Kurlin-Orchideen ist von den 3 Gärtnereien, die wir besucht haben, wahrscheinlich die bekannteste, weil auch der größte Webshop am Start. Und das ist wirklich ein Webshop, der noch mal weniger das Ausmaß dieser fantastischen Gärtnerei zeigt. Also die Website ist in Ordnung, keine Frage. Ihr bekommt auch wieder einen Eindruck, auch von der Breite, der Vielfalt der Orchideen da. Aber ich würde sagen, es sind 10% der dort verfügbaren Orchideen im Webshop repräsentiert. Der Rest, der erschließt sich nur vor Ort. Und darüber hinaus zeigt der Webshop natürlich in keinster Weise die wahnsinnigen Mutterpflanzen, die da zum Teil sind. Also das hat wirklich botanischer Gartenniveau, was ihr da zu sehen bekommt. Und als wir da waren, war gerade auch noch das Schaugewächshaus in Überarbeitung. Das müsste mittlerweile fertig sein. Also direkt hinter dem Kassenbereich ist noch so ein Gewächshausteil, der scheinbar zur Tropenhaus-like bepflanzt werden sollte. Ich bin sehr gespannt. Das war wohl früher schon mal so und ist dann zwischenzeitlich so ein bisschen eingeschlafen und wird jetzt wieder ausgebaut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ihr reinkommt, seht ihr schon, da wird mit viel Liebe zum Detail diese Gärtnerei ausgearbeitet und gepflegt. Und ihr habt neben Orchideen und natürlich auch so blühenden Phalaenopsis, die ihr da kaufen könnt, eine sehr, sehr große Auswahl an Hoya-Pflanzen. Also Kurlin ist wahrscheinlich
neben anderen Gärtnereien in Deutschland natürlich auch noch, spezialisiert eben auch auf Hoya-Pflanzen. Für die Hoya-Freunde auf jeden Fall also auch eine Reise wert. Fragt da aber vorher an. Manchmal sind nach Importen die Bereiche, in denen die Hoya-Pflanzen sind, abgesperrt, damit die Pflanzen sich in Ruhe akklimatisieren können dort. Also da lohnt es sich auf jeden Fall vorher anzufragen, ob es Sinn macht, vorbeizukommen, wenn ihr jetzt mit dem Hoya-Schwerpunkt anreist. Bei den Orchideen geht es um 2 riesige Verkaufsgewächshäuser, die wirklich vollgepackt sind mit Pflanzen. Wie gesagt, auch immer mal wieder Mutterpflanzen dabei, steht dann aber auch immer dran, ist meistens so eine Banderole drum, dass die nicht verkäuflich sind und meist sieht man es auch schon an der Größe. Manchmal sind aber auch Pflanzen dabei, die aussehen wie Mutterpflanzen, weil sie gigantisch groß sind, aber keine Mutterpflanzen sind, sondern zum Verkauf stehen, zu oft ungewöhnlich moderaten Preisen. Also ich finde, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das wirklich eine meiner Top-Gärtnereien. Also da findet ihr wirklich beeindruckend große, etablierte Pflanzen für kleines Geld und auch spannende Pflanzen. Also ich habe große Teile meiner Dendrochilum, also mittlerweile Kylogyne, Sammlung bei Kurlin-Orchideen gekauft, unter anderem auch riesige Pflanzen. Und ich habe auch diesmal wieder sehr große, etablierte, tolle Pflanzen für vergleichsweise wenig Geld bekommen. Und Geld ist für mich nicht so ein Hauptargument, sondern mir geht es dann darum, dass es eine Gärtnerei ist, die ich gerne unterstützen mag, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne einkaufe und wo ich das Gefühl habe, nicht über den Tisch gezogen zu werden und einigermaßen sicher, was Qualität und so Pflegestatus und Schädlinge und so einkaufen kann. Und das hatte ich da immer, also da ist alle Pflanzen, die ich bei Kurlin entweder bestellt oder vor Ort gekauft habe, denen geht's gut. Und das gilt nicht für alle Gärtnereien, aus denen ich bisher bestellt habe, dass das so unproblematisch war wie bei Kurlin. Also sowohl Webshop als auch vor Ort auf jeden Fall eine Reise wert. Wirklich riesige Gewächshäuser und also macht unglaublich Spaß, da durchzubummeln. Nehmt euch da Zeit. Ich würde auch so 3 Stunden empfehlen. Ihr habt auch so einen kleinen Pausenbereich. Der ist jetzt, also der erinnert jetzt nicht an ein Sterne-Restaurant. Das ist ganz einfach gehalten mit so Plastikstühlen. Aber da könnt ihr einen Kaffee bekommen, da könnt ihr Kaltgetränke bekommen. Ihr könnt euch aber auch was mitnehmen, euch da in Ruhe hinsetzen. Und auch da freundliches Personal, freundlicher Inhaber. Aber niemand geht euch auf den Wecker und läuft die ganze Zeit hinter euch her und drängt euch irgendwie und guckt auf die Uhr oder so, wie lange ihr da seid. Also ich glaube, ihr könnt euch da frei bewegen, habt immer jemanden da, den ihr fragen könnt, wenn ihr Fragen habt. Und ja, dann geht ihr ganz sicher glücklich raus, so wie wir auch. Hat wieder großen Spaß gemacht und ich bin mir sicher, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr geht es auf jeden Fall dann auch mal wieder zu Kurlin und nach Franken. So, dann haben wir die 3 Tage im Grunde schon voll und wir haben dann, wie auch beim letzten Mal, aber den Rückweg, um den Trennungsschmerz so ein bisschen klein zu halten, auch wieder genutzt, um einen Zwischenstopp zu machen, der sich total anbietet. Also wenn ihr aus Nordrhein-Westfalen nach Franken reist, mit dem Auto insbesondere, kann ich euch auf jeden Fall den Palmgarten in Frankfurt als Zwischenstopp empfehlen. Der Palmgarten liegt direkt neben dem Botanischen Garten und ist eine riesige Gartenanlage, nochmal in Ergänzung zum Botanischen Garten. Ich droppe mal ein paar Fakten. Also ihr habt 15.000 verschiedene Taxa, das heißt Varietäten, Arten, Formen, Sorten von Pflanzen im Palmgarten und das Ganze auf 26 Hektar, also zusammen Botanischer Garten und Palmgarten und stolze 8.000 Quadratmeter besuchbare Gewächshaus, also Tropenhaus etc. Fläche. Das ist schon unglaublich beeindruckend. Also vom Gefühl her würde ich sagen, noch mal mehr als der Botanische Garten in Berlin, also wirklich riesig groß.
Und das Praktische ist, von der Autobahn, wenn ihr in Frankfurt rausfahrt, ist es gar nicht so weit bis zum Palmgarten und der Palmgarten selber hat direkt darunter eine Tiefgarage. Das heißt, für so einen Zwischenstopp ideal. Ihr fahrt einfach in die Tiefgarage, parkt das Auto. Pflanzen, die ihr geshoppt habt, sind kühl und im Schatten, war bei den Temperaturen wirklich wichtig. Und dann geht's auf in den Palmgarten, um sich einfach ein bisschen die Beine zu vertreten. Und das haben wir wieder ausgiebig gemacht. Den Botanischen Garten haben wir nicht besucht. Wir waren diesmal nur im Palmgarten und vor allen Dingen in den Gewächshäusern und sind so ein bisschen an der frischen Luft rumgelaufen und haben einen kleinen Imbiss eingenommen. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie die, insbesondere auch die Gewächshausanlagen konzipiert sind. Also ihr habt wirklich auch für Leute, die da Lust haben, viel Zeit zu verbringen und zu fotografieren, tolle Winkel, tolle Perspektiven, die ihr einnehmen könnt. Also ich bin wirklich sehr angetan von diesen Anlagen und es gibt so Momente und das seht ihr auch in den Fotos und gibt es wirklich so Momente, wo man vergisst, dass man in einem Gewächshaus ist. Also das ist wirklich toll gemacht und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das Nebelwüstenhaus diesmal aufhat, denn das wisst ihr vielleicht noch nicht, meine absolute Lieblingspflanze ist gar keine Orchidee, sondern die Welwitschia mirabilis, eine ganz, ganz besondere Pflanze, über die ich vielleicht auch mal ein Video mache. Habe ich selber aber gar keine da. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil in Kultur eher selten zu finden, aber in botanischen Gärten relativ häufig. Und die haben wirklich gigantische Exemplare. Diese Gewächshäuser oder dieses kleine Haus ist aber nicht immer geöffnet, weil das tatsächlich mit Personal versehen werden muss. Vielleicht auch, weil diese Pflanzen empfindlich sind und damit dann nicht jeder irgendwie mit den Händen dran patscht oder so. Haben sie die also verschlossen. Dann gibt es zwischendurch Blütezeiten, wo die Samen bilden, die dann mit Sicherheit geklaut würden. Also kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ich war jetzt zum zweiten Mal bitter enttäuscht, dass ich nicht näher ran konnte. Also ihr seht es auf den Fotos, ja, das ist mir leider verborgen geblieben. Aber ich war trotzdem versöhnt, weil es ist wirklich eine tolle Anlage. Ich würde auch sagen, für Orchideenfreunde ein toller botanischer Garten, tolle Gewächshäuser, was ja nicht immer so ist. Also ihr kennt das vielleicht, in botanischen Gärten sind Orchideen chronisch unterrepräsentiert, zumindest in dem Teil, der die BesucherInnen reinlässt. Also hinter den Kulissen gibt es mit Sicherheit jede Menge Orchideen, aber nach vorne raus, also da, wo die Pflanzen gezeigt werden, ist oft relativ wenig zu sehen und wenn dann meistens nur eher alltäglichere Pflanzen, also so die richtigen Raritäten sind natürlich aus konservatorischen Gründen meistens nicht vorne ausgestellt. Die sollen es ja auch überleben und sollen jetzt auch kein Reiz für Diebe oder Leute, die nicht anders können, als die Pflanzen die ganze Zeit anzupappen, sein. Das ist durchaus nachvollziehbar, trotzdem manchmal ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, der Palmgarten ist ziemlich weit oben unter den botanischen Gärten, die ich bisher besucht habe, wo wirklich auch der normale Zuschauer ohne Führung hinter den Kulissen viele Orchideen sieht. Also dann als weitere Gärten würde ich auf jeden Fall Berlin, den Botanischen Garten, nennen und auch die Herrenhäuser-Gärten in Hannover. Vielleicht habt ihr aber auch noch eine Empfehlung, in welchem botanischen Garten man auch total viele Orchideen als Besucher sehen kann, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das würde mich nämlich auch interessieren. Vielleicht kann ich daraus noch den ein oder anderen Reisetipp ableiten. Der Eintritt in den Palmgarten kostet 9 €. Das finde ich sehr moderat. Mein Tipp wäre, nutzt, wenn ihr vor Ort essen wollt, nutzt auf jeden Fall so diese Imbissstände, die im Garten verteilt sind. Das Restaurant, ich würde es freundlich überambitioniert nennen. Also ich fand den Service da, wir waren dieses Mal nicht da, wir waren beim letzten Mal da. Wir waren beide vom Essen und dem Preis sehr schockiert. Und der Service war sogar noch furchtbarer. Und ich weiß nicht, ich habe mich die ganze Zeit unwohl gefühlt. Man sitzt da draußen, also wir saßen draußen und es war
Ähm, also es ist natürlich also es ist halt ein Garten und man hat nicht gerade die edelsten Klamotten an. Der Laden ist aber eher schicki und das Personal ist auch so ein bisschen over the top und also ich fand es unangenehm, da zu sitzen. Also irgendwie hat es mir da überhaupt nicht gefallen. Und wie gesagt, das Essen war nix. Und diesmal waren wir an so einer Imbissbude, haben Wurstsalat gegessen, war prima, konnten im Schatten sitzen. Also vielleicht das eher eine Empfehlung. Vielleicht tue ich dem Restaurant da auch Unrecht und es war nur eine Momentaufnahme. Kann immer sein. Das ist meine persönliche Erfahrung gewesen. Vielleicht macht ihr aber auch eine andere. Gebt dem gerne eine Chance, wenn es euch lockt. Aber ansonsten gibt es noch andere Essensmöglichkeiten vor Ort. Plant, wenn ihr es so richtig ausschöpfen wollt, mit botanischem Garten, Gewächshäusern, Freilandanlagen, Schmetterlingshaus und so weiter, plant auf jeden Fall 6 Stunden ein. Wenn ihr so eine kurze Quick and Dirty Tour, so wie wir es diesmal gemacht haben, nur durch die Gewächshäuser machen wollt, dann müsst ihr so mit 2 Stunden ungefähr rechnen. Ja, man kann da aber sicherlich auch einen ganzen Tag so wie in einem Park verbringen, ne? Mit Kindern eventuell auch auf Spielplätze gehen. Da sind zum Teil auch so Musikveranstaltungen, die sich bestimmt lohnen. Da sind auch Pflanzenmärkte, da ist auch ab und zu eine Orchideenausstellung, auf der ich aber auch noch nicht war. Also haltet da auf jeden Fall mal Ausschau, wenn ihr aus der Gegend kommt, sowieso. Aber wie gesagt, wenn ihr von Franken zurück in den Nordwesten fahrt oder in den Westen, dann ist das auf jeden Fall ein super Zwischenstopp. Macht halt irgendwie diesen Abschiedsschmerz vom Kurztrip auf jeden Fall leichter bekömmlich für mein Dafürhalten. Ja, und dann waren wir auch schon wieder in Dortmund. Und dann ging es ans Ausladen und dann realisiert man irgendwie, was man alles an Pflanzen gekauft hat, merkt, dass man Probleme hat, muss erstmal von der ganzen Wurst entgiften, die man da gegessen hat. Und ja, jetzt ist so ein bisschen Zeit vergangen und ich muss wirklich wieder sagen, ich fand es wieder wie letztes Jahr mega gut da gewesen zu sein und würde ich euch als Tour auf jeden Fall so empfehlen. Ja, auch die Gärtnereien sind alle eine absolute Empfehlung, alle ein bisschen unterschiedlich, aber alle gleichermaßen besuchenswert und unterstützenswert. Ja, rundum glücklich nach dieser Reise. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Reiseinspiration aus diesem Video mitnehmen können. Das würde ich mir wünschen. Wenn ihr für diese Region noch Tipps habt, schreibt sie gerne auch in die Kommentare. Also nicht nur für mich, sondern auch für die, die dieses Video gucken, ist das ja total spannend zu hören, was ihr vielleicht noch in der Gegend entdeckt habt. Eine Sache fällt mir dabei noch ein. Beim letzten Mal waren wir im Botanischen Garten in Würzburg und der ist klein, aber unglaublich schön. Also guckt euch auf jeden Fall auch den Botanischen Garten in Würzburg an. Der lohnt sich. Kostenlos, fahrt hin, plant so 2-3 Stunden Maximum ein. Kleine Gewächshäuser, super spaßig, also wirklich schön. Und ich erinnere mich auch dunkel, dass da auch ein paar tolle Orchideen geblüht haben. Ich meine sogar eine Stanopea hat beim letzten Mal geblüht. Ja, auf jeden Fall, der ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr tolle Ziele in der Gegend Franken wisst. Dann haben wir für den nächsten Trip auf jeden Fall noch ein bisschen Anregung. Ansonsten würden wir alles wieder genauso machen und berichtet gerne von euren Reisen. Ich danke euch fürs Zuhören bei diesem ersten Teil. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen und euch einen Eindruck vermittelt. Lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Vor allen Dingen, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt mit dem Haul, das zeitnah kommen wird, dann abonniert auch, aktiviert diese Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, sobald das Video online ist. Neue Videos gehen ja immer sonntags um 17 Uhr online. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr könnt euch nicht immer darauf verlassen, dass eins kommt, aber wenn, dann kommt es Sonntag um 17 Uhr. Und es hat mir Spaß gemacht, euch von meiner Reise zu erzählen. Und vielleicht ist die nächste Reise, von der ich erzählen werde, eine etwas größere, längere, mit weiterer Anreise. Mal sehen. Macht's gut. Ciao.